Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier zum neuesten Film hereinschaut. Das Wildenfelser Zwischengebirge wollen wir heute erkunden. Und was es mit diesem Zwischengebirge auf sich hat, das seht ihr in den nächsten Minuten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wo findet ihr dieses Zwischengebirge? Selbstverständlich im namensgebenden Wildenfels am Rande des westlichen Erzgebirges. Am einfachsten findet ihr dahin, wenn ihr auf der A72 bis zur Abfahrt Zwickau-Ost-Wildenfels fahrt, und von dort sind es nur wenige Kilometer. Empfehlen würde ich euch den Parkplatz am Parkteich, und bereits hier geht's los mit der Idylle. Denn selbst wer nur bummeln und spazieren möchte, ist hier gut aufgehoben. Diese Romantik wussten die früheren gräflichen Besitzer nämlich auch zu würdigen, und sie nutzten den Teich zu idyllischen Kahnfahrten. Ewald Christian von Kleist, im Siebenjährigen Krieg in Hartenstein stationiert und befreundet mit der jungen Witwe Albertine Charlotte von Solms, soll hier wohl einige seiner Träume und Ideale zu Papier gebracht haben. Klar könnte man hier am Ende des Teichs auch rechts abbiegen und sich an die Wanderung machen. Dennoch würdet ihr definitiv etwas verpassen. Deshalb empfehle ich euch zunächst einen Besuch des Schlosses. Also kraxeln wir die leichte Steigung links nach oben. Achtet aber auf alle Fälle auf den sogenannten Schwesternsitz. Den kleinen Abstecher solltet ihr nun unbedingt auch noch machen. Dieser kleine Aussichtspunkt bietet einen angenehmen Ausblick auf Wildenfels und die Umgebung. Gleichzeitig ist er interessant als schönes Ausflugsziel für Familienausflüge oder zum Picknick. Und klar, Freunde von Fotosessions sind hier auch gut aufgehoben. Kein Wunder also, dass die beiden Töchter des letzten residierenden Grafen Friedrich Magnus V. diesen wildromantischen Ort als Sitzplatz für sich entdeckten. Die Mädels konnten damals in ihrer Freizeit ja auch noch kein YouTube schauen, also eine schöne Alternative, hier oben zu sitzen. Der Schlosspark und das Schloss selbst, heute in der Hand des Freundeskreises Schloss Wildenfels e.V., haben jede Menge zu bieten. Nehmt euch ausgiebig Zeit zum Anschauen. Doch jetzt genug geschaut, lassen wir das Schloss hinter uns zurück und machen uns an den Abstieg ins Tal des Wildenfelser Baches. Ich habe die Wiesenburger Straße dafür gewählt. Die Links zu Outdoor Active und Komoot findet ihr wie immer in der Beschreibung zum Video, und dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Und was entdecken wir hier am Weg? Eine Hinweistafel auf die frühere Ernstmühle. Und was noch viel spannender ist, einen Hinweis auf den uns wohl bekannten Krabat aus Schwarzkolm. Ob es am Ende doch etwas mit der Zauberkraft auf sich hat, wer weiß, wer weiß. Am Ende landen wir auf der Wildenfelser Straße, erfreuen uns an der vielversprechenden Hinweistafel über den Lehr- und Wanderweg Wildenfelser Zwischengebirge inklusive Markierung. Allerdings stellen wir, trotz der Idylle des Ortes fest, wir sind bei Pferdefuß Nummer 1 gelandet. Wir dürfen hier an der vielbefahrenen Straße einen knappen Kilometer ohne Fußweg laufen. Ich fand es nicht wirklich witzig, habe Anwohner nach alternativen Wegen gefragt und Kopfschütteln geerntet. Aber vielleicht kennt jemand von euch eine Alternative? Dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Aber einmal hier an der Straße habe ich versucht, mich an den schönen Dingen zu erfreuen. Und die gibt's wirklich, wie ihr seht. Schließlich landen wir am Kalkschachtofen Schönau.
Ähnliches kennen wir ja bereits von unserer Tour an der Talsperre in Neuenzenhain und haben dort darüber gesprochen. Dazu finden wir hier eine sehr gute und informative Tafel mit einem entsprechenden QR-Code, um uns weiter informieren zu können. Ich war begeistert und für den Marsch an der Straße entschädigt. Dass wir jetzt die Straße noch ein ganz kleines Stück gehen müssen, ehe wir links nach oben in Richtung Grünau Kalksteinbrüche abbiegen können, stört nicht. Doch wir gehen wenige Meter und bleiben irritiert vor Pferdefuß Nummer 2 stehen. Ein ausgeschilderter Wanderweg und dann derart mit deftigen Verbotsschildern gespickt. Ich habe lange überlegt, was zu tun sei. Den Verboten glauben oder doch lieber den Wanderschildern. Und beinahe ein Witz. Wenige Schritte nach den vielen deftigen Verboten findet sich die nächste höchst informative Tafel. Ich habe mich ernsthaft gefragt, weiß in Wildenfels die rechte Hand nicht, was die linke macht? Doch dazu gleich mehr. Neugierig bin ich dann doch weitergelaufen. Dass ich auf dem Feldweg bleibe und nicht links ins Grundstück des Bauernhofs gehe, war schon mal klar. Kraxelt man weiter nach oben, werden wir jedoch mit wirklich schönen Blicken belohnt. Denn wir sind langsam aber sicher mitten im Wildenfelser Zwischengebirge. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, den Mantel zu lüften und die Frage zu beantworten, was hat es mit diesem Zwischengebirge nun auf sich? Ganz einfach. Denn dieses kleine, sehenswerte Gebirge ist eine ökologische und geologische Besonderheit in Sachsen. Es besitzt fossile Karstlandschaft, zum Beispiel unterirdische Höhlen, sowie etliche ehemalige Marmor- und Kalksteinbrüche mit bedeutsamer Fauna und Flora. Entlang des interessanten Lehrpfads, wenn ihr euch nicht von den Pferdefüßen abschrecken lasst, lässt sich viel Interessantes und Wissenwertes zur Ökologie, Geographie, Geologie sowie Historie von diesem Gebirge erfahren und man kann, wie ihr seht, viele tolle Ausblicke in die Natur und Landschaft genießen. Am Ende des kleinen Aufstiegs bzw. Weges wartet aber die nächste Überraschung. Niedergetretener bzw. umgebogener Stacheldraht und das auf einem Lehrpfad. Tritt man dann auf den breiten Feldweg und dreht sich um, findet man das nächste mysteriöse Verbotsschild. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe im Anschluss versucht, einen Verantwortlichen in Wildenfels zu finden. Zu meiner Freude nahm sich der Bürgermeister persönlich die Zeit und hat mit mir ein längeres und interessantes Telefonat geführt. Kern seiner Aussage war: Die Stadt Wildenfels hat aktuell andere Sorgen und Probleme als Wanderwege. Außerdem wären grundsätzlich alle Wege begehbar, solange man nicht quer über die Felder oder privaten Grundstücke hineinläuft. Des Weiteren seien die Wanderschilder teilweise 15 Jahre alt, aber inzwischen habe es bei diesem Grundstück einen Besitzerwechsel gegeben und dieser neue Besitzer hätte sehr schlechte Erfahrungen mit Wanderer gemacht. Dazu später mehr. Aber vielleicht als kleinen Tipp an die Verantwortlichen: Bei allen aktuellen Problemen der Kommune Wildenfels versucht euch doch einmal mit den Verantwortlichen in Witschdorf bzw. Hennersdorf in Verbindung zu setzen. Dort wurde kürzlich ein neuer Wanderweg angelegt. Vielleicht bekommt ihr dort Hilfe, wie man so etwas machen kann. Wir setzen unseren Weg fort und finden mit Roths Bruch erneut etwas höchst Interessantes. Theoretisch könnte man auch noch über den alten Schießstand und Pulverturm laufen. Ich aber war gespannt auf den ausgeschilderten Weg. Ergo bin ich auf diesem Feldweg geblieben
und wir erreichen schließlich über die rote Markierung Grünau. Und siehe, man kann von hier auch nach Hartenstein laufen, welches wir ja auch bereits kennen. Ein Stück laufen wir durch dieses lauschige Örtchen auf der Straße, aber keine Sorge, Autoverkehr gibt's kaum und erreichen schließlich diesen höchst interessanten Ort. Es handelt sich um einen historischen Kalkringbrennofen. Der Förderverein Wildenfelser Zwischengebirge hat sich hohe Ziele gesetzt. Unter anderem diesen Ofen als technisches Denkmal wieder aufzubauen. Viel Kraft und Erfolg kann man da nur wünschen und gespannt sein auf die zu erwartenden Fortschritte. Wir gehen weiter und siehe, mit Entdeckungen sind wir noch lange nicht fertig. Rechts der Straße finden wir den ebenfalls sehenswerten Häslichsbruch. Auf der anderen Straßenseite nicht weit zu gehen finden wir 2 weitere Brüche. Aber dort sprach mich ziemlich erbost und unwirsch ein Herr an, welcher gerade mit einem Jeep übers Feld kam und wissen wollte, was ich hier zu suchen habe. Ich hab's ihm erklärt und siehe, er outete sich als der neue Besitzer und Bauer und wurde plötzlich ganz freundlich und erzählte von seinem Ärger mit Wanderern, und dies deckte sich mit dem, was mir später der Bürgermeister erzählt hat. Nämlich, dass mehrfach Wanderer querfeldein gelaufen sind, dabei Weidezäune ausgehängt haben und ihm daraufhin das Vieh entlaufen ist. Klar, als Bauer ist es bestimmt nicht toll, wenn man überall sein Vieh suchen muss. Von möglichen Tierunfällen ganz zu schweigen. Aber vielleicht ginge es alles ganz anders bei etwas gegenseitigem Respekt und Toleranz. Ich konnte mich mit ihm am Ende ja sehr gut unterhalten. Und letztlich hat er mir noch den besten Weg hinunter ans Wasser in Wintersbruch gezeigt. Also, es geht und wünschenswert würde ich es finden, wenn es hier eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten geben würde. Dieses Wildenfelser Zwischengebirge ist einfach zu schön und sehenswert, um den Mantel des Schweigens darüber zu legen. Doch machen wir uns an den weiteren Weg. Einige Meter Straße und wir können rechts den schmalen, angenehmen Feldweg absteigen. Auch hier stehen höchst interessante Tafeln und auch als Laie kann man sich vieles entnehmen. Schließlich erreichen wir den Ortsrand und der Möglichkeiten gibt es wieder mehrere. Ich habe den Weg mit der grünen Markierung, nämlich die Berggasse, gewählt. Mit angenehmen Ausblicken aufs zurückliegende Land als auch auf die vor uns liegende Kirche laufen wir vorbei am Friedhof und letztlich auch an der Kirche selbst. Am Ende steigen wir gegenüber dem Schloss diesen schmalen Pfad abwärts in Richtung Parkplatz. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an unserer Runde mit Pferdefüßen, welche aber durchaus zu ertragen sind. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!